Let's go. Weiter geht's. So, jetzt würde ich aber sagen, schaffen wir es, oder? Jetzt könnten wir es eigentlich schaffen. Jetzt sind ja nicht mehr ganz so stark. Theoretisch. Die machen trotzdem noch immer noch guten Damage. Wie ist das eigentlich mit dem Rang? Macht das einen Unterschied zwischen Rang 1 und Rang 10 von den Werten her? Ja, gell? Wahrscheinlich. Das wäre ja sonst schwachsinnig. Ich weiß, war eigentlich... Ich merke es gerade selber, war eine dumme Frage. Eine ziemlich dämliche Frage sogar. Ich will ja die Ränge immer mitnehmen, wenn es geht. Das sehe ich mal. Ach Gott. Ich vergesse das immer dann erst zu machen, wenn ich am Angreifen bin. Irgendwie maximal verwirrt manchmal. Angriffskette, ja, können wir eigentlich mal machen. Wo ist sie denn? Da. Okay, diesmal probiere ich es ohne zu fällen, okay? Also, Szene. Alles gut. Welche Heilung? Mio, würde ich sagen. Dann Lance. Ja, wohl eher Teilen, glaube ich. Und Teilen ist besser. Könnte ein bisschen zu viel sein. Lance könnte zu wenig sein. Ja, mit Lance hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft. Hätte ja genauso viel wie Teilen, wären wir wieder bei 99 gewesen. Okay, Mio ist reaktiviert. Warte mal, wir hatten Szene. Das heißt, wir bräuchten Lance. Nehmen wir Uniman. So, hier können wir ja komplette Combo machen. Obwohl, das reicht vielleicht nicht. Scheiße. Ja, doch, 125. Es könnte... Ne, es wird kritisch, denke ich. Ich glaube, es wird richtig kritisch. So, Flächenheilung, weil zu wenig HP. Ja, doch, komm, wir probieren es einfach mal. Ja, perfekt. Wie ist das eigentlich beim Held? Das wird dann komplett geskippt, gell? Also, es zählt dann zu gar nichts. Nur... Uni-Szene. Okay, Teilen müsste ich jetzt theoretisch... Ja doch, Teilen. Ich hoffe, ich habe nicht wieder was Falsches gedrückt. Ich mich kenne... Ich bin ja mal mit einem Mini gehabt. Mio. Okay, jetzt muss man Ouroboros eigentlich kriegen. Oder ich habe wieder irgendwas falsch gemacht. Ich glaube aber nicht. Diesmal glaube ich, habe ich nichts falsch gemacht. Ja, diesmal habe ich alles richtig gemacht. Let's go. Alle wieder reaktiviert. Ja, eigentlich könnten wir probieren, jetzt den Max-Damage rauszukitzeln. Theoretisch. Ich glaube, das ist halt auch großes Pokern an für sich. Oh ja. Oh ja, das ist knapp. Nee, das reicht sogar. Scheiße. Okay, ich hab's verkackt. Ich wollte eigentlich noch mit den anderen beiden Heiler draufballern. Schade. Oh Gott, 28k. Oh nein, stimmt, jetzt noch nicht zu Ende. Oh fuck, ich glaube, ich mach zu viel Damage. Okay, ich glaube, in sowas sollte ich wirklich aufhören, die Ouroboros. Okay, ich höre definitiv auf mit Ouroboros. Das war dämlich. Fast 200k. Das ist deutlich zu viel Damage gewesen. Das war nicht schlau. Das war ziemlich dämlich.
Jupp, das habe ich selber eingesehen, dass das ziemlich dämlich war. Also Ouroboros ballern echt Hammer-Damage raus. Das ist krass. Aber gut zu wissen. In Zukunft weiß ich Bescheid. Nicht auf Ouroboros bauen. Zumindest nicht wenn noch Luft ist. We just want to pass through. We're not looking for trouble. Come on, guys. What's your problem? Juniper, Imogen's at her limit. She can't keep going. Huh? Spark! And we could have had their life too. So close. That's very unfortunate. We'll have to retreat then. What was all that about? Weirdos. Noah, what's wrong? I was just thinking. About that archer? They seem quite the formidable opponent, to be sure. That's true, but there was something else about them. Say, you don't think... Those soldiers' flame clocks. They might be getting low. Oh, come on, Noah. You'd better not be thinking of offering her assistance. It's hard to put into words, but something's off. What, and you think we have time to be traipsing around on this whim of yours? It really bothers you? Yeah. Give it up, Tyon. Once Noah's like this, there's no stopping him. Oh, why do I bother? Besides, Noah's intuition's usually pretty on the mark. We could just take a look. A tiny little peek. Fine. I can see no amount of reasoning is going to dissuade you. However, if it turns out to be nothing, we head straight back and move on. Acceptable? That's fine. Okay, let's move. We should be able to catch up to them if we follow their tracks. Spuren folgen? Oh, cool. Dann verfolgen wir mal die Spuren. They'll come on us like starved beasts. Yeah, I know. Ich wollte nur den Loot noch schnell But I holen. can't just turn a blind eye. Aber okay, das ist ja nicht die Haupthandlung. Aber das spendiert uns eine weitere Klasse. Also ich weiß nicht, wie das am Ende ist mit den weiteren Klassen sammeln. Is Ist der wieder that... aktiv? Sind die hier runtergejumpt? Hä? Sieht so aus, gell? Ah, guck mal, okay. You think you're all that, do you? Also ich weiß nicht, ob es später Klassen gibt, die wir nach der Hauptmission noch freischalten können. Aber ich würde schon ganz gerne alle Klassen auch im Stream haben. Wisst ihr, wie ich meine? Wäre schon nice. Judging by how the tracks stop here, it seems that this is where those soldiers passed through. Through here? But how? Doesn't look easily traversable, does it? Yeah, I can't see us getting across there anytime soon. We could always take a detour. Look, this way. Yeah. Thanks, Tyon. Like I said, we can't afford to be hanging around here. Come on, we haven't got all day. Hä, aber du wolltest doch heute nur Hauptstory machen. Nein, wollte ich... Ja, wollte ich. So eine wichtige Nebenmission. Also so eine Nebenmission sollte man ja halt schon mitnehmen, gell? Hey, ich sag ganz ehrlich, so eine Mission können wir ruhig mitnehmen. Oh, guck mal, oh ja, hier gibt es aber gut Stuff dann. Das nehmen wir alles mal mit. Irgendwie erinnert die Melodie mich gerade ein bisschen an Final Fantasy, ich weiß auch nicht warum. Kleinen nehmen so eine Stunde dauert easy nehmen. Bist du ready für morgen Abend? Manuel. Ach guck mal, die glitzern sogar. Ne, nur zwei. Wir haben nur zwei Glitzer, ne? Achso, für die Leute, die es nicht wissen, morgen Abend, wer Bock hat, gerne Discord. Ein bisschen Tower Fantasy spielen.
Oh, holla die Waldfee, was ist denn hier los? Ich krieg ein bisschen Damage. Hä, was habe ich da für eine Markierung, dass ich nicht geheilt werden kann, oder was? Ja, komm, jetzt lieber. Max hat für heute zu kommen. Okay. Okay, warte mal. Lance. Zehner. Ja doch, machen wir so. Zehner. Juni und dann Teilen. Oder Lance. Ah, es könnte alles ein bisschen kritisch werden. Ja, obwohl Lance müsste eigentlich hochkommen. Ne, obwohl Lance kommt nicht hoch. Wir müssen Teilen nehmen. Wieder Donnerstag. Vernichtung, perfekt. Ab jetzt gibt's wieder Bonus-EP. Da bin ich will unbedingt die Ouroboros-Form sogar mal schaffen, weil ich will wissen, wie viel EP-Bonus wir kriegen. Weil für jetzt kriegen wir ja auch Bonus. Wisst ihr, wie ich meine? Lance. Das heißt, wir müssten 10. Wenn ich aber 10er nehme, dann bin ich direkt wieder in der Ouroboros-Form. Da hatten wir ja letztes Mal das Problem. Das heißt, Mio. Die Combo und die. Ne, machen wir so eine Combo. Obwohl, warte mal, ich glaube bei Helden, die werden automatisch wieder recovered. Das heißt, nee. Machen wir so. Oh, hat sich wieder so. Ja, okay. Okay, wir könnten Lance dann nehmen. Flächenheilung. Spiel ist immer gut. Ja, wir können safe Lance nehmen. Easy. Easy going. Okay, warte mal. Das heißt, wir müssten jetzt Noah oder Sena nehmen. Jetzt kriegen wir gleich wieder nicht. Mio Lance. Das ist doch echt unlucky, oder? Echt, jetzt kriegen wir die beiden. Wirklich? Okay, komm, wir probieren das jetzt einfach. Das ist wirklich unlucky. Wir kriegen ja theoretisch dann eh eine Gratis-Runde wieder zurück. Erzählt ja nicht, sobald wir einen Helden nutzen. Und wir kriegen sogar 2 recovered. Das ist perfekt. Gott, guckt euch diese Werte an. Okay. Mio hatten wir genommen. Das heißt, wenn wir Noah nehmen, kriegen wir die Ouroboros-Form theoretisch. Die 4. ist das jetzt hier, gell? Oh, Chat, das sieht sehr, sehr gut aus. Und dann machen wir es so. Und er hält. Zack. Noah. Jetzt für den Max. Mio. Wir kommen mal auf 200% alle. What the fuck? Hype. 200%. Excellent. Das ist der beste Kettenangriff, den wir jemals hatten. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt die Ouroboros-Form kriegen. Also ob wir noch... Doch, wir kriegen... Excellent. Alter, 3 Reaktionen. Dieser Boss. Alter. Alter, finde. Okay, das ist insane. Alle reaktiviert. Jetzt kitzeln wir nochmal den Max-Damage raus. Finisher ist Mio. Ich hätte total... Ja, wohl in Steuern bleibt die Gefahr... Oh Gott, 75, okay. Jetzt nochmal einen schönen Heal, der uns eh nichts bringt.
Weil der wird komplett pulverisiert. Okay, das ist schon echt krass. Und jetzt nochmal schöner Finisher mit Mio. Geht eigentlich nochmal ein 6. Mal? Nee, gell? Das ist halt echt übel. Alter, ich bin auf den Endschaden dermaßen gespannt. Oh, Alter. Ein Schaden von 1100. Wie viel Schaden mache ich? 22k. Alter, das ist echt pretty insane. Alter, das muss ich mir einrahmen. Das muss ich mir echt einrahmen. Also jetzt muss jeder 350k. Und die haben nicht immer ein Level abbekommen, die haben alle nur ein Rank up. What? Ja, okay, man darf nicht... Ja, okay. Millionen damit geschafft. Krass. Das ist echt krass. Boah. Das erste Mal, dass ich so viel Schaden sehe. Krass. So. Mich nicht beschweren. Aber ich glaube, ich habe es jetzt mittlerweile verstanden. Wie das System funktioniert. Zumindest nicht am Ende. Mittendrin. Besser mittendrin als wieder am Ende, wie bei Tales of Berseria. This is crazy. There was a colony here? Vor allem, die müssten zu Keves dann gehören, weil sie verfunkt gesagt That's haben. right. This is an abandoned colony. Please listen to us. We didn't come here to fight you. We can free you from your flame clock. Free us? You don't have much time left on yours, do you? We can help you with that, so if you just... Stop attacking you? Yeah. All right. No. Oh. I'll hear you out. Thank you. Please, come in. Oh, die They're ersten, still die... wary of us. Can't let our guard down. We've made some new friends. Oh Gott, wir werden so viel... Ich werde so viel zum Questen haben. Yeah. It's quite unlike any other colony. I've seen a few colonies with dwindling flame clocks before, but this one is especially bizarre. It's like they're not trying to survive here at all. Do you get that impression? Back when I was stationed at Lambda, I'd heard rumors about Colony Tau. What did they say? That deep in the forest, there's a colony with some very peculiar customs and traditions. This is my first time seeing it in reality, but I never expected it to be so run down. Did you have any dealings with it? None at all. This is just hearsay from Commander Izzard. Anyway, we should hurry. Let's smash the flame clock and free everyone. It being an abandoned colony, we are continually starved of sufficient life sources. Wait. Are you the commander? That's right. Sorry, I failed to tell you before. I am Juniper, and it's my job to lead Colony Tau. If that's so, then surely you must know who we are. I'm afraid I know nothing. Ah. We have no need of such information. Juniper told us we'd welcome you in, whoever you might turn out to be. So, that's the rule. We don't ask questions. But you attacked us back there. Our scouts told us about some monsters in the forest they've never seen before. So, we sent them out on a hunt. But then they bumped into you en route. They must have figured it'd be more efficient to get you out of the way first. Though, contrary to our plan, we were made to retreat. Oh, yeah? What about your consul? Where are they hiding? I told you, this is an abandoned colony. Our consul rarely visits us. You're in such a strange situation. All the more reason to get you out of this predicament. I think you guys are getting the wrong end of the stick here. It's true. We aren't afraid of Colony Tau's flame clock running out.
All it means is the end of our days gazing at our ever-diminishing supply. But you could die. Uh-huh. As if we just let you waltz in and break our flame clock. And we all have to perish someday. If our lives should expire, then we'll sink into silence, darkness, oblivion. We'll return to the earth. Yes, but you can't just... The land will take us, and we will simply be. That's how it is at Kolonie Tau. No one will ever think of us, and yet here we are. Slowly but surely, we are withering. We don't always find the nutrition that we need to live. If Kolonie Tau cannot accumulate the vital flames it needs, then it proves only that we were too weak. And in nature, the weak are destined to perish. The logic would dictate that nature is pushing you to become stronger. If we set you free, you won't have to worry about all this crap. We neither worry nor fear for what may come to pass. We've already lost so many of our friends and allies. And every time we return to their bodies to the earth, such will be our fate. What's the point of fearing the inevitable? We know we're gonna die. What's wrong with us living the way we always have? But how do you live without hope? It will spell the end of the story that our predecessors weaved for generations. A tale cut short. I would argue that it feels a little melancholy. In that sense, if we were to be freed from the flame clock, then... Juniper! Bad news! Tell me? The monsters are coming straight for the colony, and they already took one of us down. No. They came all the way here. We'll join you. Let's go. Wir müssen die Kolonie retten. Und danach zerstören. We've made some new Die friends. Flammuhren killen. Aber ich finde das cool, dass die Sidequests alle vertont sind. Also, ich sag mal, die wichtigen Sidequests. Juniper, we need orders! This is perfectly fine. We'll defeat them right here. Juniper, What are you? Ask us later. we'll back you up. Thank you. I'll fight to the best of my ability as well. Here we go. Boah, ich bin echt gespannt, wie 1 und X wird. Also storymäßig hat mir auch der zweite Teil sehr, sehr gut gefallen. Trotzdem bin ich echt gespannt, wie die anderen Teile werden. Wer hat alles eigentlich jetzt alle Teile mal gespielt? Oder was für Teile habt ihr bisher... Warum ist mir tot? Was für Teile habt ihr bisher gespielt? Na komm, lad dich voll. Wenn das so weitergeht, können wir gleich eine Angriffskette machen. Ja, ich warte, bis ich auf Stufe 2 bin. Eine Raid? Schließt euch gerne Raid an. Ich wollte gerade sagen, was macht hier so komische Geräusche?
viel Leben hat er noch? Der lebt noch ein bisschen. Ernsthaft, die wollten sich, guck mal, die wollten sich gerade verwandeln. Okay, let's go. Ah, okay, war vielleicht ein bisschen zu früh. Naja, egal. Okay, Lanz. Szene. Okay, 30. Mio. Ja. Ja, ich hab Juni. Ich hab schon wieder verwechselt. Jetzt Mio. Oh nein. Ernsthaft 99? Ah ne, 100. Okay, ich kann erzählen. Reaktivierung. Das heißt eigentlich Szene, aber wir nehmen erstmal nur. Hä? Ah, nein. Ah, ich bin so dämlich. Fuck it. Hört beim Auswahl den Schadensmultiplikator um 50% Punkte. Ich hab's verkackt. GG. GG. Das war selten dämlich. Oh nee. Fuck. Okay, Noah is back in business. Noah hatten wir, das heißt Mio. Ist auch Mio. Ich muss nochmal kontrollieren. Einfach nochmal schnell kontrolliert, ob ich auch das Richtige sage. Okay, die Flächenheilung wäre jetzt nicht nötig gewesen. Na, egal. Egal. Ernsthaft? Wow. Mal so kaputt. Mal gucken, wie viel. Vielleicht. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn ich jetzt den Held benutze. Ob ich dann die Ouroboros-Form bekomme oder nicht. Theoretisch aber ja, oder? Ah ne, ich krieg direkt Ouroboros, okay. Let's go. Okay, warte mal. Ah, das ist wieder Pokern. Warte mal, wie ist das eigentlich, wenn ich nicht die Fusionstechnik nutze? Oh Gott, viel zu hoch. Nee. Die Gefahr ist zu hoch. Die Gefahr ist definitiv zu hoch. Macht das eigentlich einen Unterschied, ob ich einen Tank oder ein Dings nehme? Von der EP-Bonus? Ich glaube nicht. Also ich würde mal vermuten nicht. Obwohl doch. Glaube schon. Naja, zumindest 9. Okay, der ist eh tot. Eine Antwort haben? Ja, gerne. Ich denke aber ja, weil ich habe so das Gefühl, dass pro Hit die prozentual steigen. Gemachten Schaden. Ah, okay. Guillaume's okay. He's still alive. Thank the flames. I'm so glad we made it in time. I'm so glad. Again, accept my thanks. We couldn't have done this without you. Don't worry about it. I suppose it's strange of me to talk about the laws of nature when I fear losing my friends. Not at all. Honestly, that seems like the most natural thing of all. When you told me that you would release us from the flame clock, I thought that if you really were telling the truth, it would make life easier. But at the same time, I began to hate the fact that I was looking for a way out. Looking up at our clock, seeing the life ebbing away, I'd already accepted my fate.
and letting go of that status quo, wretched though it was, after so long. I was scared of what might happen if we did. Juniper. Noah, your words at the time seemed so appealing to me. I could not destroy the collective efforts that became the colony and everything it represents with my own two hands. But then you said you would destroy it for us. We'd be guilt-free. If that isn't appealing, then what is? You must have been aware of how tragic it is to simply await death. That's why you invited us, isn't it? Even now, I'm not afraid of dying. But I hated the idea of losing those I hold dear. When I saw my friend lying there, I remembered what you told me, and for a brief moment, I felt the grip of fear. I felt so weak and helpless, yet at the same time I didn't want to let go of my dear friend. So I must have closed myself off. I stopped thinking, closed my eyes and covered my ears. Perhaps I was simply waiting for the inevitable release. Even so, we have to keep thinking. That's right. Even if there are things we'd rather not see, we still need to look. And breaking out of your shell, scrambling in desperation for a way to escape despair. That's not what I call being weak. You've defended this place for so long. Why? Because you're strong. And once you're no longer shackled by the rules of the flame clock, you can accept a different reality. You can become stronger still. I know it. You can. You can. It won't be easy, far from it. But we'll help you. Juniper, it's your call. We've made it this far thanks to you. Yes, I suppose so. If there is a possibility that you can release us from the clock, then please. And if not, it's not like anything's changed. Very true. If you can't break it, I can live with that too. Nothing changes without a reason, without a cause. Perhaps this event will teach me to see things in a new light. Let's go, nächste Flamme killen. Würdet ihr eigentlich auch für die Switch Achievements wünschen? Oder bin ich der einzigste Mensch? Kolonie Tau befreit! Alarm! I see acceptance is actually surprisingly easy when it comes down to it. I think it probably is, yeah. I'm sorry if this seems rude, but could I ask another favor of you? Sure. I'd like to learn much more of the world, become a stronger individual. To that end, is there any chance I could accompany you? What do you say, guys? We could certainly do with someone of Juniper's caliber. It'd be reassuring to have you on board. You're very welcome to join. Is your colony gonna be okay, though? Can they get on without you? Colony Tau needs to undergo change too. We need to extend our knowledge and grow. So I'd like you to take me on a trip, somewhere far away, and show me something new. A journey of discovery, huh? I guess that's another thing we need in order to grow. Might be an idea to send some of our younger recruits out too. Could be a good lesson. It's time to breathe new life into our colony. Let us break free from the chains that once bound us. I guess I'm still hanging about though. Can't have us all gallivanting about the place. Your consul really doesn't bother to show up, huh? Even after we broke the flame clock, you think they'd know? Better this way, if you ask me. Still, we shouldn't rule out the possibility that they'll make trouble for you. If something happens, you tell us immediately, okay? Sure, can do. We'll be counting on you. Well, we don't have all day. I think it's about time we made tracks, no? You're right. Time to move then. Well then, everyone. Don't worry about us. You know we can handle ourselves. We'll prove that Colony Tau can be so much more. Yes, I'm sure it will be.
Off you go then. Skedaddle. The colony's staying right here, waiting for your return. Boah, wisst ihr, erstmal natürlich viel Spaß auf dem Server und herzlichen Glückwunsch fürs Jobticket. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber herzlichen Glückwunsch. Seilrutschen. Den Jäger freigeschaltet. Alarm! Verursacht wenig Schaden, aber geht hervorragend mit Wut um. Setzt mithilfe von Gefährten im Kraftfeldtechniken Zusatzangriffe ein. Ein Spezialtalent, das du von Juniper gelernt hast. Über in der Landschaft aufhängenden Seile kannst du von hohen Stellen hinunterrutschen. Juniper hat dir die Gunst des Anschlusses beigebracht. Du kannst so eine Technik an anderen Techniken anschließen, ohne Fusionstechnik einsetzen zu müssen. Wenn du eine Technik erfolgreich anschließt, füllt das die Kettenleiste ein wenig. Was ich gerade sagen wollte, wir gehen erstmal schnell essen. Wisst ihr, was ein cooles Feature wäre? Vielleicht gibt es das ja, ich weiß es nicht. Wir sind ja noch nicht so weit. Aber entweder jetzt Endboss oder Secret Boss oder Dungeon. Erhöhte Beute 30%. Wenn du zum Beispiel so und so viele Kolonien gerettet hast, dass dann zum Beispiel ein neuer Abschnitt frei wird. Klar haben wir jetzt auch irgendwo mit der Seilrutsche zum Beispiel. Aber, oder dass ein Boss geschwächt wird. Nehmen wir mal an, zum Beispiel wir kämpfen gegen Konsul. Der Endboss ist irgendjemand aus dem Konsul. Vielleicht N oder was weiß ich, oder die Tussi. Ich habe den Namen von der Tussi vergessen. Wie cool wäre das aber, umso mehr du befreist, weil die begleiten uns ja. Wie ja Juniper gerade gesagt hat. Und so ist es ja auch bei den zwei Nopons, bei Seon und bei Waldi. Edel ist natürlich weg. Vielleicht kommen die später wieder. Aber wisst ihr, wie ich meine? Das wäre ein cooles Feature, oder? Dass du zum Beispiel so und so viele Kolonien... vielleicht gibt es das sogar. Cool wär's. Wäre ein tolles Feature. Mal gucken. Wir werden ja noch ein bisschen spielen, auch wenn wir durch sind. Ich würde ganz gerne gucken, dass wir die Klassen noch freischalten. Also nach Final will ich noch nicht Final machen. Klingt komisch, oder? Noch so ein bisschen erkunden. Ist eine Fahrkarte für Bus und Bahn, welches im ganzen Gebiet hier gilt und teilweise vom Arbeitgeber bezahlt. Ah, okay. Das ist so nice. GZ. GZ. Wo haben wir eigentlich? 34. Ich müsste nämlich echt langsam mal noch einmal aufs Klo. Ich habe jetzt noch keinen Bock, eigentlich Schluss zu machen. Aber mein Magen knurrt auch langsam. Bin ich sehr gespannt, was das Game noch zu bieten hat. Da oben hatten wir auch noch eine Seilrutsche, fällt mir gerade ein. Die gucken wir uns auch nochmal schnell an. Aber ich glaube, damit kommen wir nicht hoch, oder? Melodie ist auf jeden Fall geil. Ne, da. Ach, guck mal, wir hätten theoretisch sogar die Seilrutsche machen müssen. Sonst würden wir nicht weiterkommen. Ah, okay. Oh, mein Magen. Mal Schluss oder mal ich nicht Schluss? Ich muss eigentlich... Ja, doch, ich glaube, ich mache Schluss. Ich habe keinen Bock, jetzt eine Pause zu machen und dann hier hungern zu sitzen. Ich denke, wir machen Schluss. Und erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich auf jeden Fall.